Hi und herzlich willkommen zu Schall und Rausch. Schön, dass ihr einschaltet und willkommen zur ersten Folge. Ich bin Lea und in dieser Folge möchte ich über Alkohol reden. Und zwar über meine toxische Beziehung mit Alkohol und werde das tatsächlich auch so aufbauen, wie man vielleicht im Nachgang über eine eigene toxische Beziehung reden würde, wie man sich kennengelernt hat, wie es ernster wurde. Und in der nächsten Episode werde ich euch erzählen, wie ich den Schluss gemacht habe und mich gelöst habe von dieser toxischen Beziehung und warum überhaupt. Ist Alkohol denn überhaupt ein Problem? Weil es ist ja absolutes Landesgut, wie wollte ich sagen, Deutschlands. Weil es ist ja absolutes Kulturgut in Deutschland. Und ein Problem haben ja immer nur die, die nicht aufhören können. Ob das so ist, der Frage werden wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Natürlich werde ich auch wieder über den Glauben reden, weil dafür ist dieser Kanal ja auch einfach da. So, okay, ich starte und zwar damit, wie ich Alkohol kennengelernt habe. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, lernt man Alkohol relativ leicht als Teenager kennen, weil man die Erwachsenen beobachtet. Man sieht es in Filmen, auf Hochzeiten, Schützenfesten, irgendwelchen kulturellen Veranstaltungen, in der Werbung ständig, auf irgendwelchen Plakaten, Filmen, was auch immer. Alkohol scheint unbedingt mit dem Erwachsenwerden verknüpft zu sein. Weil je härter die Verbote sind, desto mehr man sagt, ja, das ist nichts für euch, desto mehr haben Teenager dann das Bedürfnis, das auszuprobieren, gerade wenn sie das absolute Gegenteil bei den Erwachsenen sehen. Wenn es nicht gut tun würde, wenn es schädlich wäre, dann wäre es doch auch für die Erwachsenen schädlich und dann würden sie es doch nicht vorleben, im besten Falle, oder? Genau, also weil man überall sieht, dass die Erwachsenen mit meinem da noch neuen, unbekannten Alkohol abhingen, waren wir natürlich als Teenager auch ziemlich neugierig und ich auch. Ich habe, glaube ich, mit 14 das erste Mal getrunken. Und dieser Abend war folgendermaßen: Zwei Freundinnen und ich haben einen älteren Bekannten losgeschickt, dass er uns was im Supermarkt besorgt. Es war ekliger Alkopop-Sangria. Das Beeindruckende war bei unserem ersten Treffen, dass ich mich anders gefühlt habe. Ich hatte in der Zeit mit vielen Selbstzweifeln zu kämpfen. Ich war ein immer eher unsicherer Teenager, aber sehr in mir verschlossen, konnte nach außen hin ein bisschen lächeln, ein paar Späßchen machen, aber eigentlich war ich ziemlich gefangen und war schon damals total mit den Erwartungen und mit dem ganzen Druck in der Familie und in der Schule total überfordert. Und ich hatte innerlich immer so einen Drang nach Freiheit, einfach die zu sein, die ich in mir gespürt habe, total verrückt und total frei und nicht nachzudenken. Und als ich dann das erste Mal auf Alkohol getroffen bin, da war auf einmal dieses Gefühl da. Der hat mir so Selbstbewusstsein gegeben. Es war so, wow, es kann so leicht sein. Es ist alles super fun und man kann sagen, was man will. Jeder hat irgendwas anderes gelabert von uns drei Mädels und hat da irgendwie so seinen Film gehabt. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich so miteinander kommuniziert hatten, aber wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Und guess what? Wenn man mit etwas positive Erfahrungen gemacht hat, dann wird man das wieder tun. Ja. Und deshalb ist von diesem groben, unbekannten, man trifft sich mal und schaut mal, wie das Beisammensein so ist Alkohol einfach mit in die Cliquen gewechselt. Und tatsächlich nicht nur in einen Freundeskreis, sondern blub, 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 in ganz viele, eigentlich in alle. In die von der Schule, in die von der Nachbarschaft, in die vom Ortsverband, da auf irgendwelchen Freizeiten, im Freundeskreis meiner größeren Geschwister. Dann natürlich auf Familienfesten durfte man dann auch irgendwie ein Bierchen trinken und so. Und ich möchte jetzt sagen, meine Eltern waren mir nie ein schlechtes Vorbild, überhaupt nicht. Also die haben schon mal ein Gläschen Wein getrunken oder Sekt, aber ich habe sie nie betrunken erlebt, das nicht. Was es für mich so attraktiv gemacht hat, diese Verbindung mit Alkohol, war meine Auszeit. Es war schon recht früh klar, dass das meine Pause von mir ist. Also ich konnte es natürlich nicht so verbalisieren, überhaupt nicht. Aber so im Nachhinein, perfect match. Den ganzen Tag Druck, 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 reiß dich zusammen, sag nicht, was du denkst, sei immer hilfsbereit, reiß dich immer zusammen und in den Momenten Relief, lass es gehen, let it go, wie der Deutsche sagt.
So entstehen Freundschaften, würde ich mal sagen. Was mir so im Nachhinein erst aufgefallen ist und was sich so ein bisschen schleichend ergeben hat, auch wenn ich immer eine super gute Zeit hatte für mein Empfinden damals, ist an den Abend immer was passiert, wenn mein Kumpel Alkohol mit dabei war. Irgendjemand hat geweint, sich verletzt, das Portemonnaie, das Geld verloren, es gab Drama, irgendjemand hat mit irgendjemandem rumgemacht, das kann ich gewesen sein, mit jemandem, dem ich nachher dann sagen musste, du, ich habe überhaupt kein Interesse. Oder es war genau andersrum, dass ich mit gebrochenem Herzen die nächsten Tage durch die Gegend gerannt bin und dachte, immer gerate ich an die Falschen und warum passiert mir das immer? Habe die Zusammenhänge nicht so ganz verstehen können. Aber selbst da hat man nicht so wirklich den Schuldigen ausmachen können, sondern war immer so, ja, vielleicht war irgendwas komisch an dem Abend. Es mag auch passiert sein, ich will niemandem überhaupt was unterstellen, aber öfter glaube ich, es lag einfach an der schieren Masse an Alkohol. So. Mein Kumpel und ich, wir haben also immer mehr Zeit in allen möglichen Freundeskreisen zusammen verbracht. Ich habe ihn sozusagen überall mit hingeschleppt oder überall war er einfach schon, wenn ich gekommen bin. Wenn ich mir auch vorgenommen habe, heute einen Abend ohne. So. Oder ich sage ihm, nach einer halben Stunde hat er jetzt nur zu gehen, ich will den Abend auch mal ohne ihn verbringen, dann hat das irgendwie nicht geklappt. Entweder ganz oder gar nicht. Also entweder musste ich ganz absagen oder es ist immer so geendet, dass die Nächte immer länger wurden. Und da ich in der Kneipe gearbeitet habe und da auch privat viel abgehangen bin und er da natürlich absoluter Mega-Stammgast ist, so, ließ es sich irgendwie kaum vermeiden. Also in meinem Empfinden sozusagen. Das Problem war, dass ich schon gemerkt habe, man bringt ein paar kleine Opfer, wenn man mit meinem Kumpel abhängt. So nach und nach. Die habe ich gerne noch in Kauf genommen, weil die meiste Zeit war es ja immer Fun und Halligalli. Aber man hat es schon ein bisschen bereut, den nächsten Tagen. Kopfschmerzen, Übelkeit, die freien Tage, die ich danach hatte, in der ich mir vorgenommen habe, kreative Projekte zu machen, mich bei bestimmten Menschen zu melden, mich zu kümmern, vielleicht auch einfach mal auszuspannen und zur Ruhe zu kommen, die waren immer in diesem ekligen Kleister, Nebel, Dunst, Kater, Geschisse. Die Stimmung war immer ein Rauf und runter. Es gab fast nie normal. Also entweder himmelhoch jauchzend oder, weiß ich nicht, lethargisch und deprimiert und bedauernd. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon mal erste Anzeichen einer toxischen Freundschaft, Beziehung erkennen. Man merkt so, irgendwas stimmt hier nicht, das tut mir irgendwie nicht gut. Ich werde hier immer reingerissen, obwohl ich eigentlich was ganz anderes möchte. Und im Endeffekt gebe ich mir aber dann die Schuld dafür. Und eigentlich möchte ich raus, aber ich weiß gar nicht, wie ich das bewerkstelligen kann. Eigentlich habe ich doch demjenigen so viel zu verdanken. Ja, das waren tatsächlich meine Gedanken. Und ratet, was passiert ist? Ich habe mich auch angefangen, allein mit ihm zu treffen. Und das war der Beginn der sehr toxischen Zeit. Weil es war nicht so, dass ich immer in guter Stimmung war und wieder nett was zu zweit unternommen, sondern in der Mehrheit der Zeit ging es mir nicht so besonders gut und ich habe mich irgendwie nach Gesellschaft gesehnt. Aber nicht unbedingt nach der anderen Menschen, weil ich manchmal gar nicht genau in Worte fassen konnte, warum es mir nicht gut ging, weil ich manchmal den anderen auch nichts mehr vormachen konnte oder auch keine gute Gesprächspartnerin war. Und deshalb dachte ich, ja, okay, ich weiß jemanden, auf den ich zurückgreifen kann, der immer da ist, der hat mich früher immer motiviert und wenn es auch nur kurzfristig ist, dann wird das ja wieder klappen. Ja, er war immer sehr flexibel am Start für mich, wenn ich einsam war. Aber geholfen hat er mir nicht. Ganz im Gegenteil. Am Anfang diese Komplimente, die ja damals noch kamen, wie du bist irgendwie selbstbewusst, du nimmst dir, was du brauchst, du kannst jetzt endlich sagen, was du möchtest, wurde zu einem. Keine deiner Ziele hast du wirklich angepackt, ständig gibst du auf. Du hast ja niemanden mehr außer mich.
So in etwa hat sich dieser Dialog zwischen uns in meinem Kopf abgespielt. Und wenn man Sucht einen Teufelskreis nennt, dann ist es absolut das. Der Teufel wird in der Bibel als ein Engel des Lichts beschrieben, also nicht als ein kleines Männchen mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Gabel und Messer und rotem Schwänzchen und so, worüber alle lachen und worüber man sich lustig machen kann, sondern als ein Engel des Lichts, ein Engel der Täuschung, sehr, sehr gut aussehend, ein Blender. So. Und das ist die Sache auch mit Sucht. Sie sieht nicht scheiße aus im ersten Moment, sonst würde ja keiner damit anfangen. Nein, sie gibt einen ein bisschen Vorschuss. Sie gibt einem Vorschuss. Vorschusslorbeeren, Vorschuss Endorphine, Serotonin, vielleicht sogar Vorschussfreunde, wenn man ein sehr, sehr einsamer Mensch ist und sich mit Alkohol sehr gesellig fühlt. Alkohol gibt einem Vorschuss. Aber im Hintergrund beginnt die langsame Zerstörung. Und bis man wirklich gemerkt hat, dass aus einer Gewohnheit eine Sucht geworden ist, da muss man sich schon eigentlich eingestehen, dass man ein Problem hat. Den Punkt kriegt man nicht zu packen. Und auch wenn ich keine körperliche Abhängigkeit hatte, also ich habe nicht morgens getrunken, nicht während der Arbeitszeit, überhaupt nicht. Ich konnte auch ein paar Tage verzichten, war das eine psychische Abhängigkeit. Mein Zufluchtsort, mein Selbstbewusstsein, ich bringe mich in Form, um einen Abend durchzuhalten, einen Geburtstag, auf den ich keine Lust habe, weil ich mich nicht gesellig fühle. Was fange ich mit diesem Abend an? Es hilft bei ersten Dates oder schwierigen Gesprächen. Das waren alles die Vorschusslorbeeren, die mich in diese Beziehung gelockt haben. So, das war Teil 1. Wie ihr euch denken könnt, war unsere Beziehung nicht so wahnsinnig glücklich. Im zweiten Teil rede ich, warum und wie ich aufgehört habe und danach alles Weitere. So danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier diesen Kanal da abonniert, weil das ist auf YouTube so und würde helfen. Gut. Ciao, Gottes Segen.